Und Christoph Wanner zugeschaltet aus Kiew an diesem Sonntagnachmittag. Christoph, ja, Wladimir Putin hat ganz kurz vor diesem 3. Jahrestag also eine wirklich gigantische Drohnenoffensive gestartet gegen die Ukraine. Zunächst mal, welche Informationen hast du zur aktuellen Situation, gerade an den attackierten Orten? Ja, es sind wieder verschiedene Provinzen angegriffen worden. Odessa, Saporosche, Kryvyi Rog, dann auch hier die Gegend rund um Kiew, auch die Stadt Kiew selbst. Hier gibt es jeden Tag nach wie vor Bombenalarm, Fliegeralarm. Und hier ist es auch im Zentrum alles andere als ruhig. Jeden Abend hören wir hier Flugabwehrfeuer. Und das Ziel der Russen sind in der Regel natürlich erstmal Produktionsstätten für Waffen, dann Truppenansammlungen, Energieinfrastruktur. Die Ukrainer holen sicherlich viel runter von dem, was hier angreift, aber natürlich nicht alles. Und eine Zahl, glaube ich, spricht Bände. Die Nachrichtenagentur Reuters hat jetzt gemeldet, dass die Gasproduktion, die Gasförderung der Ukrainer um 40% eingebrochen ist. Und das hängt natürlich mit den Angriffen der Russen auf die Förderinfrastruktur zusammen. Und das zeigt dann schon, dass diese Angriffe eben mitunter durchaus erfolgreich sind. Christoph, du bist seit vielen Jahren erst in Moskau, jetzt auch in der Ukraine. Wie steht es um die Moral der Menschen in der Ukraine, gerade jetzt auch, wo die USA sich dem Narrativ der Propaganda der Russen anzunähern scheint? Das ist natürlich Gift für die Moral der Leute hier, aber ich muss dir ganz klar sagen, viele Menschen sind durch diesen Krieg fast schon gestählt. Der tobt seit 3 Jahren. Und da kennen viele einfach kein Selbstmitleid, sondern sie versuchen sich irgendwie zu helfen, genauso auch wie Zelensky. Er versucht jetzt auch mit Trump Kompromisse zu finden, auch im Bezug auf diesen Rohstoffdeal, den Trump unbedingt will. Und die Führung wendet sich auch stärker an Europa, um noch mehr Hilfe zu bekommen. Also man sucht ja irgendwie immer nach Auswegen. Und das ist es, was ich eigentlich bewundernswert finde an den Ukrainern, dass sie sich eben nicht unterkriegen lassen. Und gerade da, wie blicken Sie denn heute auf die gerade stattfindende Wahl, Bundestagswahl hier in Deutschland? Was erhofft oder befürchtet man sich möglicherweise auch von einem Wahlergebnis hier in Deutschland? Was man sich erhofft, sind natürlich die Taurus-Marschflugkörper, die die Ukrainer ja seit langem wollen. Ob sie die kriegen werden, ist natürlich die große Frage. Ich wage es zu bezweifeln, ganz egal, wer da jetzt bei uns an die Macht kommt. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass sie immer wieder die aktuelle Regierung kritisiert haben. Die Ukrainer, gerade auch Zelensky, zu zögerlich, zu abwarten, zu spät mit all der Hilfe, die kommt. Das kann man auf der einen Seite verstehen, weil die Ukrainer natürlich extrem unter Druck sind. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass Deutschland enorm Hilfe geleistet hat, Milliarden hier in die Ukraine reingepumpt hat, Geld und auch Waffen. Also so zögerlich und zurückhaltend, wie man uns immer vorwirft, war die Bundesregierung sicherlich nicht. Und wem drücken da die Russen bei dieser Wahl die Daumen? Die AfD steht ihnen womöglich politisch am nahesten, oder? Ja, aber natürlich weiß man auch, wie das bei uns aussieht und dass die AfD zumindest im Augenblick noch nicht an einer Regierung beteiligt werden kann. So zumindest sehen das die Russen. Ich habe heute mit Kollegen auch in Moskau gesprochen. Im Endeffekt muss ich dir sagen, dass die Russen da kaum Präferenzen haben jetzt bei der Bundestagswahl, weil sie die Sache wie folgt beurteilen. Es kommt nur auf die Amerikaner an, wie es weitergeht. Die Amerikaner sind die westliche Führungsmacht und diesen Kurs werden auch die Westeuropäer befolgen. Genauso wie die Deutschen, so auch die Briten und die Franzosen. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, mit den Amerikanern einen Deal zu machen, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und früher oder später schwenken dann alle Westeuropäer auf die amerikanische Linie ein. Morgen jährt sich der Beginn des Ukraine-Krieges zum 3. Mal. Christoph Wanner aus Kiew, ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Analysen.